Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Asus VivoBook und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung, wie bei fast allen Geräten, findet man auf der Rückseite, und zwar hier. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier so funktioniert, dass es tatsächlich auch sehr gut zu zeigen. Das ist nämlich ein Reparaturgerät und da kann man sehen, das ist ein OLED-Display, was hier gerissen ist. Und in dem Fall funktioniert das so, dass man tatsächlich das Gerät aufmachen muss, ich zeige euch das mal schnell, um an diese Schiene hier ranzukommen. Die wird nämlich seitlich rausgenommen und dafür muss man das Gerät hinten aufschrauben und abnehmen. Und dann kann man hier auch noch den Frontrahmen sehen. Das heißt, ja, man schraubt das ab, dann kommt man so an die Schiene ran. Und dann kommt man an den Frontrahmen ran und so kann man dann das Display oder eben auch den Deckel tauschen und dann kommt das alles wieder zurück ans Gerät. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings hier einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben rausnehmen bzw. lösen. Und da gibt es ein paar Besonderheiten hier und das ist, dass diese Schraube und die beiden mittleren äußeren, die bleiben im Gehäuse, fragt mich nicht warum, werden also nur gelockert. Die anderen nimmt man allerdings komplett raus und da ist es auch so, dass diese zwei etwas länger sind als die 4 hier unten. Das heißt, die dann auch getrennt aufbewahren. Und allgemein benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man so gebrauchen kann. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen. Und in dem Fall sind das Torx-Schrauben. Das heißt, ich habe mir das hier schon zurechtgelegt. In dem Fall nehmen wir hier einfach ein T5 als Aufsatz. Und ja, sobald alle Schrauben dann gelöst sind bzw. draußen sind, kann man die Unterseite vom Gerät trennen. Und da ist es so, ich zeige euch hier mal die Verbindungslinie. Normalerweise wäre jetzt hier natürlich das Scharnier noch mit drauf. Kann man das aber hier ganz gut sehen. Die läuft hier, dann hier am Kühler vorbei und dann eben auch hier einmal außen rum. Und genau, ich fange jetzt auf der Rückseite an. Das würde ich auch machen, wenn die Schiene noch dran wäre. Und würde erstmal versuchen, entweder hier oder hier eine Öffnung zu finden. Da kommt man nämlich meistens ganz gut rein und das dann nach oben aufzuhebeln. Und das geht mal besser und mal schlechter. Wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, ist es meistens ein bisschen schwerer. Dann sitzen die Nasen alle noch ein bisschen fester. Das Prinzip ist aber das gleiche. Man arbeitet sich da um das Gerät herum. Wenn es mal irgendwie nicht so gut geht, dann setzt man an einer anderen Stelle an. Schaut auch, dass die Schrauben wirklich alle ganz locker sind. Und so geht man einmal um das Gerät. Wenn das hier sehr laut knackt, dann ist das auch normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen, dann macht man nichts kaputt. Das ist dann einfach so. Und dann arbeitet man sich einfach langsam und geduldig quasi um das Gerät herum. So wie hier, da hört man das Knacken, glaube ich, ganz gut.
Auch hier an der Seite kommt man im Normalfall immer ganz gut ran. Und dann kann man meistens auch schon mit den Händen drunter fassen und das so ein bisschen nach oben hin aufhebeln. Und da merkt man eben auch, dass auch hier in der Mitte tatsächlich überall Einraststellen sind. Genau, und da muss man tatsächlich dann auch mal mit ein bisschen mehr Kraft, als man vielleicht denkt, rangehen. Und wie gesagt, dann einfach mit viel Geduld das Ganze hier abhebeln. So, bevor wir jetzt aber irgendetwas machen, trennen wir auf jeden Fall zuallererst den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und in dem Fall sieht man hier den Stecker und der funktioniert so, dass man zuerst diesen kleinen silbernen Bügel hier nach oben zieht. Und dann kann man den Stecker nach oben hin abnehmen und ja, ist so auf der sicheren Seite. Gut, was kann man hier noch sehen? Wir sehen direkt über dem Akku die SSD. Wir sehen hier das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier sind die Lüfter und der Heatsink. Und es ist hier so, dass der RAM aufgelötet ist. Das heißt, man kann den nicht austauschen oder erweitern. Um jetzt den Akku auszubauen, müssen wir generell für alle Arbeiten im Gerät den Aufsatz wechseln von dem Torx T5 zu einem ganz normalen Kreuzschraubendreher. In dem Fall nehme ich jetzt hier ein PH0. Und dann müssen die Schrauben vom Akku erstmal raus. Und ja, dann kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Der hat auch hier noch so kleine Positionierhilfen, die auf die entsprechenden Noppen hier kommen. Und ja, so kann man den dann auch austauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier das Touchpad. Und das ist in dem Fall quasi fantastisch, weil die 3 Schrauben hier, um das Touchpad zu lösen, allesamt unter dem Mainboard sind. Das heißt, wenn man das Touchpad mal tauschen müsste, was ja zum Glück nicht sehr oft vorkommt, muss man hier das komplette Mainboard rausnehmen, um an die Schrauben hier ranzukommen. Und dann muss man auch das Kabel trennen. Das ist in dem Fall einfach ein Kippschalter, nicht einfach dran ziehen. Das wird quasi erst so nach oben geklappt, in dem Fall hier in diese Richtung. Und dann kann man das Kabel rausnehmen. Und ja, beim Wiederverbinden, da kann man hier sehen, diese kleine oder diese weiße Linie, die gibt einfach an, bis wohin das Kabel wieder im Stecker sitzen muss. Genau bis dahin kommt es wieder rein, wird zugeklappt. Und ja, so würde das jetzt mal andeutungsweise funktionieren. Die SSD lässt sich super einfach tauschen. Die wird wie bei fast allen Modellen eigentlich nur von dieser einen Schraube hier hinten gehalten. Das heißt, sobald die raus ist, kann man die SSD so ein ganz leicht ein kleines bisschen nach oben hebeln und aus dem Slot ziehen. Da ist nämlich jetzt in dem Fall hier noch ein Kühlstreifen drauf und der klebt manchmal ein bisschen. Und ja, so kann die dann auch getauscht werden. Einbau ist genauso einfach, geht auch nur in eine Richtung, so würde die gar nicht reingehen. Kommt zurück in den Slot, wird wieder nach unten gedrückt und verschraubt. Bei den Lüftern ist es so, die lassen sich auch beide einzeln tauschen, tatsächlich auch getrennt. Funktionieren auch auf beiden Seiten gleich. Die werden hier von 2 Schrauben gehalten. Und dann sehen wir hier einmal das Kabel für den linken und hier das Kabel für den rechten Lüfter. Und ja, also auch das super einfach. Da kommen die beiden Schrauben raus. Und dann kann man den Lüfter schon nach oben hin einfach aus dem Gerät nehmen. Ist ein bisschen drunter geschoben. Das Lüfterkabel, ich persönlich würde es jetzt eher am Stecker selber greifen. Kann man dann auch nach hinten rausziehen einfach. Und ja, so eben auch super einfach tauschen.
Beim Wiedereinbau würde ich auf jeden Fall immer zuerst das Lüfterkabel wieder verbinden, allein schon, dass man es nicht vergisst. Und da ist es so, je nachdem, ob da eine Markierung drauf ist oder nicht, aber da kann man sich merken, die Kontakte, die man hier sehen kann, die kann man nur auf einer Seite sehen. Die zeigen beim Wiederverbinden nach unten. Und dann kommt der Stecker hier wieder rein. Das ganz nach hinten. Ja, und dann schiebt man den so ein bisschen da drunter, legt den wieder auf die Gewinde drauf und muss ihn nur noch verschrauben. Also überhaupt kein Hexenwerk hier. Den Akku einzubauen ist jetzt auch überhaupt kein Problem. Wie gesagt, der hat hier auf beiden Seiten so kleine Positionierungshilfen. Da kommt er einmal drauf und einmal hier. Und dann sitzt der direkt wieder auf den Gewinden und muss nur noch wieder verschraubt werden. Ja, und am Ende nicht vergessen, super wichtig, auch das Kabel, auch in dem Fall wieder den Akku zu verbinden. Das kommt jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder drauf, wird richtig nach unten gedrückt und dann kann man den Bügel wieder über den Stecker schieben und ja, kann die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach wieder von oben auf das Gerät und dann wird die fest nach unten hinzugedrückt. Und da kann man auch überall drauf drücken, auch in der Mitte. Und dann schaue ich am Ende auch einmal noch um das Gerät herum. Schaut, dass nirgendwo mehr Lücken zu sehen sind. Was ohne Display natürlich jetzt nicht so prickelnd ist. Und ja, dann wird nur noch alles verschraubt. Nicht vergessen, auch hier, man muss den Aufsatz wieder wechseln zu einem T5 und hat das super schnell alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.